Es sind Einzelstücke, die Peter Schöffel sich ausdenkt und schmiedet, oft monatelang. Seine Methoden der Schmiedekunst dienen ganz allein der Form. Die Kunst ist es eigentlich, dass alles so aussieht, als wenn es ganz normal gewachsen ist. Wie eine Pflanze, die sich da seinen Weg sucht. Genau so mache ich es mit dem Material. Kunst ist es eigentlich, das Material nicht zu zwingen, sondern es so zu bearbeiten, dass es sich gerne bearbeiten lässt. Eine gewisse liebevolle Art des Umgangs. Eine Jugendstilvilla anno 1906 soll ein neues Tor bekommen. Dafür muss Peter Schöffel erstmal Maß nehmen. Breite, Länge, Höhe, Details vom Bestand und den örtlichen Gegebenheiten skizzieren, wie zum Beispiel die beiden Torpfosten. Die sollen später schließlich auch sein Tor tragen. Wichtige Informationen, die Grundlage seiner Überlegungen und Entwürfe werden. So wie das aussieht, ist es tatsächlich so, dass der Standflügel, wenn man den öffnet, dass der schon fast an die Stufen kommt. Den kann ich also vom Maß her auch gar nicht viel größer machen. Wenn ich da was entwerfe, muss die Tür, also die Teilung der Tür, muss schon ziemlich identisch sein von dem, was da jetzt ist. Was halt auch noch auffallend ist, ist, dass an dem Pfosten so eine Art Schachbrettmuster, was in den Pfosten auch in der Steinmetzarbeit vorkommt, dass das im Geländer oben und auch ganz oben im Giebel wiederkehrt. Das ist natürlich auch schon etwas, wo man benutzen kann, wenn ich da was Neues dafür entwerfe. Schauen wir mal. Monatelang wird der Schmiedemeister und freie Bildhauer hier in seiner Werkstatt in Worms an seinem neuen Werk arbeiten. Das Besondere? Eine maßstabsgetreue Zeichnung 1:1, also in realer Größe. Mit der Zeichnung beginnt alles. Das ist die Grundlage zum Schmieden. Ein Schmied arbeitet mit einem Material, was relativ viel Mühe kostet, umzuformen. Es ist viel besser, ich mache jetzt einen Fehler bei der Zeichnung oder ich erkenne einen Fehler oder ich erkenne eine Schwierigkeit, als wenn ich den Fehler erkennen würde, wenn ich das halt in Metall umforme, weil dann bedarf es großer Mühe unter Umständen oder vielleicht, ja. Und einmal, und das ist das Hauptsächliche, ist es für mich, die ganze Arbeit durchzuspielen geistig. Hier geht der Stab drüber, in dem Fall geht er durch. Das ist ein hochkant stehendes Flacheisen, das ist eine Lochung, da geht er durch. Hier wieder drüber, drunter, drüber, drunter. Und hier geht er wieder durch den Stab durch und wird dann hier vernietet. Ja, und so ist eigentlich im Prinzip das ganze Gitter und das ganze Tor aufgebaut. Auf ein riesiges Tableau überträgt er die Proportionen anhand seiner 10:1 Entwurfszeichnung. Der Unterschied zu normalen Arbeiten ist vielleicht das, dass wie ich arbeite. Ich habe eine große Liebe zu schönen ästhetischen Formen und versuche das halt auch in den Entwürfen von mir darzustellen. Gearbeitet wird von außen nach innen. Das bedeutet in der Praxis, dass zuerst die seitlichen Pfosten geschmiedet werden müssen. 2 6 Meter lange, rohe Stahlstangen müssen hier zuerst mal auf Länge geschnitten werden. Hier kommt ein Loch rein und ein Zapfen und hier ist der untere Drehpunkt und hier oben irgendwo wird der Vierkant zu einem runden Teil geschmiedet und da kommt dann Halseisen außenrum. Das heißt, das ist eine alte Art, wie man
solche schweren Tore lagern kann. Mit einer uralten Stahlsäge bringt er die Vierkantstange auf die gewünschte Länge. Andere Leute gehen in die Muckibude. Ich habe das kostenlos in meiner Arbeit. Ich möchte halt, dass es in der Mitte die Kohle brennen, aber außen, da ist es ja nicht nötig, dass da die Kohlen brennen. Da ist ja kein Eisen. Das heißt, mit dem kann ich es ablöschen, dass es genau an der Stelle das Feuer ist, wo ich es haben will und die Wärme. Für Peter Schöffel sind die Farben ein wichtiger Indikator für die Temperatur des Schmiedefeuers. Die Farben sagen was aus. Stahl fängt an, wenn es glüht, mit so Kirschrot, dunkles Rot und wird dann immer wärmer, bis es so eine Farbe hat wie das Feuer ungefähr, also fast gelb. Das wäre die richtige Temperatur, die ich haben will. So ungefähr wie das Feuer jetzt ist. Die Idee von Peter Schöffel: die kiloschweren Eisenpfosten staucht er am Fuß nach Augenmaß, sodass sich die schweren Stangen zur Spitze verjüngen. So. Schön. Als nächstes müssen die Drehpunkte an den Pfosten rund geschmiedet werden, um die sich später die Halseisen der beweglichen Torteile winden. Es ist so, dass alles von der Zeichnung ausgeht. Die Stäbe, die ich jetzt kennzeichne, die lege ich einfach drauf auf die Zeichnung. Das ist ja alles 1:1. Und jetzt kann ich zum Beispiel den unteren Punkt festlegen. Das wird ja jetzt hier der obere Drehpunkt. Das heißt, den unteren Punkt kann ich festlegen. Allerdings durchs Rundschmieden wird das Ganze länger. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen aus der Erfahrung, wie viel das länger wird, also muss ich was zugeben. Wenn ich ungefähr 1 Zentimeter weiter unten anzeichne, so mit Speckstein, das auch im glühenden Zustand zu sehen ist. Ich werde es aber trotzdem noch einkörnen kalt und dann ins Feuer legen. Die Körnungen sind eine zusätzliche Hilfe, um mit dem schweren Dampfhammer nicht die Orientierung am glühenden Eisen zu verlieren. Jeder der beiden Pfosten wird oben rund geschmiedet. Am Fuß werden die Torflügel später durch eine Lochung im Boden geführt. Für den nächsten Arbeitsschritt hat sich Peter Schöffel Hilfe geholt. In die beiden Torpfosten müssen 4 Löcher geschmiedet werden.
Nochmal? Ja. Noch einer. Noch. Ich kann natürlich auch selbst zuschlagen. Aber es vereinfacht einfach die Arbeit bei so einem dicken Material. Es macht mehr Spaß, zu zweit zu arbeiten. Meistens ist der Erfolg, den man dann auch hat, schneller da, als wenn man es alleine macht. Ja. In diesen Löchern finden später die halbrund gebogenen Eisenstangen, die links in der Zeichnung zu sehen sind, ihren Platz. Nach tagelanger Schmiedearbeit sind die Rahmen beider Torflügel fertig. Mit Hilfe einer Schablone schmiedet Peter Schöffel den Rahmen des Schlosskastens aus ungehärtetem Stahl. Das geht auch ohne Feuer. Ich habe sogar den Vorteil, dass ich jetzt einfach im kalten Zustand das anfassen kann. Kann mit dem Finger mir immer hindeuten, wo ich noch mal einen Schlag drauf machen muss. Und ich weiß ja jetzt, wenn ich jetzt hier drauf schlage, halt, dass es sich dann an der Stelle ein kleines bisschen mehr biegt. Bisher war es noch nie der Fall, dass ich zu viel gebogen habe. Ansonsten, wenn ich zu viel gebogen habe, dann müsste ich so legen und von der Seite draufschlagen. Hat bisher jetzt alles gepasst, dass es nicht nötig war. Mal gucken, einen halben Kreis müssen wir halt hinkriegen. Und mit meinem Daumen habe ich jetzt den Punkt, wo ich hin muss. Und ich muss einfach die Geduld haben, jetzt das so lange zu machen, dass es halt passt. Der runde Schlosskasten wird in der Mitte durch die Flügelrahmen geteilt und verleiht dem schweren Tor eine gewisse Leichtigkeit. Beim Vorgehen von den Arbeiten ist es so, dass ich schon viel Zeit verwenden muss, um zu überlegen, wie ich genau vorgehe. Ich muss mir überlegen, was ist geschickt und was ist schlau. Die Blende des Schlosskastens ist aus Messing, wie später auch der Griff des Tores. Zum Beispiel ist es schlau, vorher die Funktion des Schlosses und so weiter zu bauen, bevor ich das Ganze zusammengefügt habe und ich quasi diese schweren Teile dann sonst bewegen müsste. Und so habe ich das jetzt, weiß ich, das funktioniert jetzt schon mal. Klar weiß ich aus Erfahrung, das und das macht das Material mit und ich weiß auch, welche Wirkung ich haben will. Trotzdem ist es für mich auch immer überraschend, auf was für Ideen man kommen kann, um sich die Arbeit zu erleichtern und die Wirkung auch zu erzielen, die man möchte. Damit ich mir die Sachen besser vorstellen kann, dann nehme ich oft auch irgendwas Gewachsenes und lege es rein, das ungefähr so ein Maß hat, so wie jetzt so ein Zweig. Auf der Zeichnung sieht man das zwar alles, aber es ist halt alles dann nur in einer Dimension. In einem der letzten Arbeitsschritte am Rahmen sollen die zwei schweren Torpfosten eine filigrane Volute an der Spitze bekommen. Dazu muss Peter Schöffel mit Hilfe einer Schnur ausmessen, wie lang er den Pfosten erst ausschmieden und verjüngen muss, um im nächsten Schritt dem Metall seine endgültige Form zu geben. Trotz seiner Erfahrung übt Peter Schöffel erstmal das Schmieden mit weichem Knetmaterial. Das Eisen verhält sich genauso wie der Knet auch, wenn ich ihn ausschmiede. Nur, dass es ein bisschen stabiler ist, halt, weil es hart ist. Aber wenn es glühend ist, ist es vergleichbar. Da passiert nicht viel was anderes. Dann kommt es drauf an. Ich habe nicht viele Versuche. Das ist das Ende des Stabes und der ist jetzt im Prinzip fertig geschmiedet. Ich habe da jetzt schon lange dran gearbeitet, wenn ich das versau.
dann war vieles umsonst und das wäre sehr schade. Also von daher ist ein bisschen Spannung schon drin, ja. So. Oh, ja. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das Problem ist, dass das alles so schwer ist. Immer weiter sammeln sich auf der maßstabsgetreuen Zeichnung die noch losen Einzelteile des Eisentores. Im Prinzip gibt es das Grundgerüst für das Muster, was in dem Tor sein wird. Das sind die Durchdringungen, diese Flacheisen und die Rundeisen durchgehen. Also quasi das Gerüst, aber auch das Gerüst ist schon ganz interessant. Problem ist, dass ja die Rundeisen auch und die Flacheisen sich quasi so durchwinden, also verflochten sind. Das heißt, man muss einfach einmal eine Biegung in die horizontale und in die vertikale noch verschiedene Biegungen reinbringen. Ich muss im Prinzip die Form vorher schon genau gefertigt haben, damit ich es ineinander schieben kann, quasi so wie Puzzleteile. Und um diesen Puzzleteilen ihren Schwung oder die richtige Drehung zu geben, baut sich Peter Schöffel eigene Hilfsmittel und Werkzeuge. Damit bringt er das Material in die gewünschte Form. Und ab jetzt wird es so sein, dass ich alle Teile, die jetzt in das Tor reinkommen, im Prinzip auch jeden Schwung und diese Eleganz, die es haben wird, das muss ich extern schmieden und dann wird es eingefügt, zusammengesteckt, zusammengenietet. Ich darf das Material nicht zwingen, sondern ich muss es dazu bringen, das zu tun, was ich möchte. Und die Kunst ist es eigentlich, dass alles so aussieht, als wenn es ganz normal gewachsen ist. Wie eine Pflanze, die sich da seinen Weg sucht. Genau so mache ich es mit dem Material. Die ersten Puzzleteile der Füllung sind fertig, allerdings noch ohne ihre Schwingungen und Verflechtungen in der Tiefe. Um die zu schmieden, baut sich Peter Schöffel ein weiteres Hilfsmittel. Dafür nimmt er die Positionen der Verflechtungen von der Zeichnung ab, um sie auf ein speziell gebautes Werkzeug zu übertragen. Mit dessen Hilfe kann er nun den Rund- und Flacheisen den entsprechenden Schwung verleihen. Die Teile, die da sind, das habe ich mir drauf gezeichnet. Und die müssen halt jetzt eigentlich so da reingefädelt werden. Also so ist ja schön, aber sie müssen so unten drunter und dann da oben drüber. Naja, das muss ich jetzt versuchen hinzukriegen. Und dann versuchen wir halt mal. So. Und hier muss ich jetzt, ja, ich werde wahrscheinlich noch ein kleines bisschen weiter gehen hier runter und dann wieder zurück.
Und es sieht halt immer so aus, als wenn es nur so ein paar Schläge sind. Ist es ja auch nur. Aber so, und jetzt bin ich hier eigentlich ziemlich ideal. So soll es sein. Dann komme ich an die richtige Stelle. Das Entscheidende ist bei der Arbeit jetzt, dass man sich tatsächlich die Zeit nimmt und nicht hektisch wird und nicht zu fest und nicht zu leicht draufschlägt einfach auf die ganze Sache, weil es halt am Schluss schon ziemlich genau passen muss. Passt. Peter Schöffel ist froh darüber, dass alle seine Arbeiten Unikate sind, für die er sich Zeit nehmen kann. Ich versuche immer den liebevollen Umgang mit dem Material, dass das mit hineinkommt. Und das ist für mich dann auch das, was mir die Freude am Arbeiten erhält. Obwohl ich jetzt schon über 30 Jahre solche Arbeiten tue, habe ich in der ganzen Zeit nicht einmal eine doppelt gemacht. Ich habe immer nur Einzelstücke gemacht und ich finde es sehr, sehr schön, dass das die Spannung erhält. Man könnte ja denken, dass wenn das so ein langwieriger Prozess, dass das dann langweilig wird. Aber nein. Nach gut einem halben Jahr sind nahezu alle Puzzleteile der Füllung geformt, gebogen und geschmiedet. 13, 14, 16. So. Wir sind jetzt schon ungefähr dreiviertel fertig. Die zeitaufwendigen, sehr mühsame Einzelteile, die ich machen musste, die sind getan. Und jetzt kommt es ans Zusammenbauen von der ganzen Geschichte. Das ist schon noch viel Arbeit. Wichtig war mir, dass jedes Teil von denen einzeln gefertigt wird und nicht in einer Maschine irgendwie, dass die alle gleich sind, sondern dass es im Prinzip dadurch Leben bekommt, dass jedes einzelne Teil durch meine Hände gegangen ist. Das heißt, jedes ist ein bisschen anders und dadurch wird am Schluss, ich sage halt, das Teil zum Atmen gebracht. Vorläufig sind alle Teile erstmal mit Schrauben verbunden. Später werden diese Verbindungen mit handgeschmiedeten Nieten endgültig fixiert oder verschweißt. So. Wie fangen wir da an? Selbst die Gewinde für die Verbindung zwischen den Halseisen an den Torflügeln und den Sandsteinpfosten dreht Peter Schöffel mit einem Gewindeschneider selbst. Gut. Und jetzt müsste eigentlich der da reinpassen. Jawohl. Das war's. So. Fehlt nur noch die Signatur des Künstlers an seinem Werk. Mittlerweile ist die Füllung mit dem Torrahmen vollständig verbunden und wiegt mehrere 100 Kilo. Zum Transport hier in der Werkstatt ist es nicht problematisch, weil ich überall Züge hängen habe, mit denen man das einfach über die Züge bewegen kann. Und am Arbeitstisch ist es so, dass ich mit Hebeln arbeite. Letzte Handgriffe vor der Endmontage. Die vorläufigen Verbindungsschrauben werden nach und nach mit den selbstgemachten Nieten ersetzt. Wenn ich an den Seiten irgendwie Schmieden tue oder auch Nieten tue, bringe ich ja immer wieder Wärme ein, muss mir dann immer überlegen,
was passiert mit dem Rahmen und was passiert mit dem Eisen, damit es halt in der richtigen Form bleibt oder damit ich es auch danach wieder in die richtige Form bringen kann. Teile, die nicht miteinander vernietet werden, verschweißt Peter Schöffel. Jeder Handgriff bleibt harte Arbeit für den Schmied bis zum letzten Puzzleteil der Füllung. Es ist ganz normal, dass das Einbringen vom Flechtwerk, also auch von diesen Rundeisenstangen, nicht ganz einfach ist. Bis es mal am richtigen Ort ist, hakt es natürlich und klemmt es. Um dorthin zu kommen, muss ich natürlich teilweise halt mit Gewalt, auch mit gutem Zureden, den Stahl dazu bringen, dass er auch in die richtige Lage kommt. Noch immer nicht. Wenige Wochen später ist es dann soweit. Das fertige Eisentor kann nun zum Portal der Jugendstilvilla werden. Nee, in die andere Richtung, wegen dem Hölzern. Okay, Moment. Glaubst du, wir packen das? Okay. Für Peter Schöffel geht es jetzt darum, ob er alles in den letzten Monaten richtig gemacht, richtig ausgemessen hat und das Tor am Ende punktgenau schließt. Lass mal kurz los. Ja. Die Anspannung ist momentan groß. Und es tut mir auch ein bisschen weh, das abgeben zu müssen. Aber wenn ich ehrlich bin, mache ich 3 Kreuze, wenn das dann wirklich drin ist und sitzt und passt. So. Jetzt gilt es. Dreh- und Angelpunkt beider Torflügel werden sogenannte Pfannen am Boden sein. Oben geht's. Das reicht noch nicht. Ein letztes Mal noch ist Peter Schöffel auf helfende Hände angewiesen, um die schweren Flügel auf die Pfanne zu bekommen. Darf ich mal kurz? An den Seiten verbinden Halseisen den Torrahmen mit den Sandsteinpfosten. Ja, gut. Moment, ich hole mal gerade einen Gummihammer. Abschließend den Türgriff montieren. Und die Stange für den großen Torflügel. Dann muss alles ausgerichtet werden, damit das Tor ordentlich schließt. Schön. Zum Schluss kann der Torrahmen endgültig am Sandsteinpfosten befestigt werden. So, die 300 Kilo lassen sich doch recht leicht bewegen. Jawohl. Also das ist natürlich perfekt, weil genau hier soll es aufhören und da. Jo, super. Super. Also jetzt kann ich langsam lächeln, ja. Ach, wie schön. Das passt auch. Ehrlich gesagt mache ich jetzt 3 Kreuze innerlich. Es sieht schön aus, ich bin zufrieden und so ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.